Ja, guten Morgen, liebe Leute. Euer Motorradtour grüßt euch zum letzten Tag unserer Schweizer Hammertour. Also, wir starten heute früh am Berghaus Oberaar und fahren dann die gewohnte Panoramastraße bis zum Grimselpass. Weiter geht's das erste Mal bei schönem Wetter über den Sustenpass nach Wassen. Und dann haben wir uns entschlossen, die A2 zu nutzen bis Sissikon, um ein paar Kilometer zu machen und etwas Zeit zu sparen. Wir fahren dann ab über den mir völlig unbekannten Bragelpass, aber da sollte was auf uns warten, das müsst ihr wirklich im Video anschauen. Super interessant zu fahren, super schmal und super schön. Die wunderschöne Abfahrt vom Bragelpass ging dann vorbei am Klöntaler See bis nach Netztal. Über kleinste Straßen fuhren wir dann zurück Richtung Bregenz, wo wir dann über die Schwägalp nochmal ein Highlight des Tages mitnahmen. Weiter ging es für uns dann bis nach Hohenems und da ging es dann auf die Autobahn Richtung Deutschland und der Heimweg ist angetreten. Ein super Tag bei einer tollen Streckenauswahl. Also, danke, dass ihr dabei seid. Ich wollte noch kurz anmerken, dass die Barbara und der Bernhard sich jetzt von uns verabschiedet haben. Die fahren jetzt weiter Richtung Simplonpass und wir fahren ja die andere Richtung. Es war toll mit euch. Die Tour war wirklich super. Also, vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Danke auf jeden Fall für alles. Also, es läuft. Jetzt kommt der Uli dahin. So, hallo, liebe Motorradfreunde, Motorradtourer unterwegs hier am Oberaar-Gletscher in der Oberaar-Hütte. Leute, da müsst ihr mal her. In der Motorradzeitung stand, das ist eine abenteuerliche Abfahrt. Ich kann eins sagen, wenn ihr nicht schwindelfrei seid, könnt ihr das total vergessen. Rauf, runter, sehr schmal und immer nur 10 Minuten befahrbar, rauf und runter, also kein Gegenverkehr. Wir haben halt hier genächtigt, also echt so eine richtig alte Hütte, aber ja, ist modern eigentlich. Ein bisschen laut war es, jeden Kapsel hast du gehört, wer was gehört von meinem Hund, der hat 100 Mal eingeschlagen hat, aber wir haben alle gut geschlafen. Dahinter seht ihr den Gletscher, was der übrig ist davon. So, guten Morgen Leute, letztes Mal, hier, los, Oberaar. 10-1 Apple, take 1.
Da fahren wir jetzt da herunter, das ist jetzt der Grimselpass, so fahren wir jetzt Richtung Sustenpass. Scene 1, Apple, take 2. Und das ist der Stausee, das ist die Staumauer, wo man da von unten sieht. Also der zweite große Stausee, wo die ihren Strom hat. Also beachtliches Bauwerk, das ist Grimselholzpitz da unten. Da fahren wir jetzt da runter, da unten rum und dann geht's runter und ja, das ist ideal heute. Das Wetter perfekt. So, und jetzt fahren wir diesen Mega-Grimselpass abwärts nach Innertkirchen. Bereits zur Römerzeit war dieser Pass bekannt. Die Scheitelhöhe ist 2164 Meter und da oben sind ja die ganzen Stauseen untergebracht, die zur Stromgewinnung dienen. Der Grimselpass ist für mich einer der schönsten in der Schweiz überhaupt und verbindet das Wallis mit dem Kanton Bern. Also hier links am Ende der Staumauer, da ist wohl das älteste Schweizer Gasthaus, bereits 1142 urkundlich erwähnt. 1932 machten sie es beheizbar und ja, dieses Grimsel Hospiz, das gehört auch zur Grimsel Hotelgruppe und ich hatte in dem Video gestern schon gesagt, dass es da ein bisschen Probleme mit der Abrechnung gab, wegen dem werde ich die in Zukunft meiden. Aber ansonsten, das liegt natürlich hier in den Fels gebaut hinten, wirklich genial und das sieht super aus. Das gesamte Haus wird mit Abwärme aus der Stromproduktion beheizt. Also es ist liegt schon sehr majestätisch über dem Grimselstausee. Auch mal ein Halt wert und ein paar Fotos. So, und für mich kommt jetzt eine kleine Premiere. Innertkirchen haben wir ja passiert und jetzt geht's Richtung Sustenpass. Da bin ich mit Wolfgang schon drüber, mit Michael schon drüber, alleine schon drüber und mit Bernhard und mit Sigi schon drüber. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal war extrem schlechtes Wetter. Heute ist das erste Mal, dass ich da bei Sonne drüber fahre. Also, jetzt bin ich selber gespannt, weil alle sagen ja, das sei so super zu fahren. Ich bin gespannt, ihr bleibt dran und habt Freude dran. Ich hab sie auf jeden Fall gehabt.
Gut. Die Straße Dustenpass folgen. Aufnahme. So, jetzt sind wir oben am Susten und seht ihr mal hier, fahren wir jetzt runter. Eine tolle Straßenführung und für mich das erste Mal, dass es hier trocken ist. Ja, jetzt weiß ich ja, warum dieser Pass auf Platz 1 in dem Motorradmagazin gewählt wurde. Also ihr seid selber. Also für mich ist es jetzt wirklich, obwohl ich den schon so oft gefahren bin, ein völlig anderer Pass. Die Aussichten, die Felsformationen und alles, was man sieht und wahrnimmt beim Motorradfahren, einfach genial und großartig. Echt super. So, den ganz tollen Sustenpass bei schönem Wetter haben wir jetzt hinter uns. Wir tanken jetzt in Wassen nochmal voll, bevor wir dann diese 50 Kilometer auf der A2 über Schwitz. Und da fahren wir dann runter, da werden wir dann auch einen kleinen Kaffee trinken und fahren dann auf den Pragelpass. Da wartet eine Überraschung, diesen Pass, den ich überhaupt nicht kannte vorher und auch nicht auf dem Schirm hatte. Ganz toll zu fahren, da bleibt ihr dran und schaut es an. Jetzt fahren wir gerade in den Kanton Schwyz, hier links am Vierwaldstätter See entlang. Natürlich hier Verkehr ohne Ende, an Überholen ist da echt nicht zu denken. Und bevor es jetzt auf den wirklich anspruchsvoll zu fahrenden Pragelpass geht, haben wir in Muotatal nochmal einen Kaffee getrunken und etwas Süßes dazu gegessen und jetzt kann es losgehen. Apfel schmal.
Meter breit, aber es ist mal 2,50 Meter. Viele Fahrradfahrer, viele Motorradfahrer, wenige Autos unterwegs. Und wir sind jetzt 1600 Meter Höhe. Wie ihr sehen könnt, ist die Abfahrt an den Glönthaler See am Samstag und Sonntag gesperrt. Das heißt, die Zufahrt zum Bragelpass geht nur über Muotatal aus. Wer also mal drüber fahren möchte, muss dies beachten. Mein Gott, das ist ja schon irre, wie dieser Glönthaler See hier in die Landschaft eingebettet ist, wenn man oben vom Bragelpass kommt. Schaut euch mal diese Aufnahmen an. Das Auge nimmt es noch viel besser wahr, wie jede Kamera, die man nutzen kann. Also diese Fahrt über den Bragelpass, das hat sich wirklich gelohnt. Die Landschaft ist wirklich extrem reizvoll. Für uns geht es jetzt an Klaus vorbei, Richtung Wattwil und dann über Krummenau und Nesslau Richtung Schwägalp-Pass. Also das ist ja manchmal schon hochinteressant, was ich manchmal so lese, wenn ich so ein Video schneide. Also, jetzt fahren wir hoch zur Schwägalp. Liegt in der Ostschweiz im Appenzellerland. Und bekannt eigentlich ist die Schwägalp für den Mord, der hier 1922 am Sentis passiert ist. Weiter oben ist die Sentisbahn und das sind eigentlich so die bekanntesten Sachen hier. Also die Auffahrt war wirklich mit dem Ausblick auf die Berge bei diesem Wetter genial, tolle Ausblicke und sehr flüssig zu fahren. Faszinierend. Nach der Abfahrt von der Schwägalp, das alles wunderbar war, fahren wir jetzt, um etwas schneller voranzukommen, Richtung Bregenz und sind in Koblach auf die Schweizer Autobahn gefahren. Das geht jetzt wirklich sehr schnell vollends und fahren hier, ihr könnt sehen, am Bodensee entlang. Auch der Ausblick ist wirklich super.
Vor dem Grenzübergang hatten wir jetzt noch ein bisschen Stau. Das lag aber nicht daran, dass in der EU kontrolliert wird, sondern ganz einfach, weil zu viel Verkehr war. Jetzt haben wir es geschafft. Freie Fahrt für freie Bürger. Nach diesem Motto fahren wir jetzt Richtung Heimat. Und zwar die A7 hoch nach Memmingen, dann nach Ulm. Dann fahren wir runter und fahren dann Richtung Geislingen, die Geislinger Steige hoch und über den Viertle-Pass nach Hause, wo wir dann ein Bier verdient haben. Also, kurzes Resümee zu der Tour. Hervorragend, wirklich die Strecken, alles toll, wenn das Wetter mitmacht am ersten Tag und am zweiten Tag vormittags war es ja nicht ganz so prickelnd, aber das muss man halt in Kauf nehmen, wenn man es langfristig plant. Hier auch nochmal gesagt, diese Methodik der Abrechnung an dem Berghaus Oberaar hat mich massivst geärgert. Ich werde auch nicht mehr hingehen, mit keiner Gruppe mehr. Egal, ob da jetzt ein Gutschein gekommen ist oder nicht, das hat mich richtig geärgert, auch danach noch beschäftigt. Und ich habe da keinen Fehler gemacht, sondern das war einfach da vor Ort. Aber gut, sei es wie es ist. Es war trotzdem eine tolle Tour. Das soll die Gesamttour nicht trüben und die Schweiz wird mich irgendwann wieder sehen. Also, danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass euch vielleicht auch gefallen hat. Ein Daumen nach oben wäre natürlich super. Ein Abonnement des Kanals wäre noch besser. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Euer Motorradtourer. Bis bald. Tschüss.